Vorrede des Autors. Schüchtern, mit bebender Brust übergebe ich der Welt einige Blätter des Lebens, des Leidens, der Hoffnung, der Sehnsucht, die in süßen Stunden der Muse, der dichterischen Begeisterung meinem innersten Wesen entströmten. Werde, kann ich bestehen vor dem strengen Richterstuhl der Kritik, doch ihr seid es, ihr fühlenden Seelen, die rein kindlichen Gemüter, die mir verwandten treuen Herzen, ja ihr seid es, für die ich schrieb, und eine einzige schöne Träne in eurem Auge wird mich trösten, wird die Wunde heilen, die der kalte Tadel unempfindlicher Rezensenten mir schlug. Berlin im Mai 1800. Murr. Vorwort. Unterdrücktes des Autors. Mit der Sicherheit und Ruhe, die dem wahren Genie angeboren, übergebe ich der Welt meine Biografie, damit sie lerne, wie man sich zum großen Kater bildet, meine Vortrefflichkeit im ganzen Umfange erkenne, mich liebe, schätze, ehre, bewundere und ein wenig anbete. Sollte jemand verwegen genug sein, gegen den gediegenen Wert des außerordentlichen Buchs einige Zweifel erheben zu wollen, so mag er bedenken, dass er es mit einem Kater zu tun hat, der Geist, Verstand besitzt und scharfe Krallen. Berlin im Mai 1800. Murr. Das ist zu arg. Auch das Vorwort des Autors, welches unterdrückt werden sollte, ist abgedruckt. Es bleibt nichts übrig, als den günstigen Leser zu bitten, dass er dem schriftstellerischen Kater den etwas stolzen Ton dieses Vorworts nicht zu hoch anrechnen und bedenken möge, dass wenn manche wehmütige Vorrede irgendeines anderen empfindsamen Autors in die wahre Sprache der innigen Herzensmeinung übersetzt werden sollte, es nicht viel anders herauskommen würde. Der Herausgeber. Erster Band. Erster Abschnitt. Gefühle des Daseins. Die Monate der Jugend. Es ist doch etwas Schönes, Herrliches, Erhabenes um das Leben. O du süße Gewohnheit des Daseins, ruft jener niederländische Held in der Tragödie aus. So auch ich, aber nicht wie der Held in dem schmerzlichen Augenblick, als er sich davon trennen soll. Nein, in dem Moment, da mich eben die volle Lust des Gedankens durchdringt, dass ich in jene süße Gewohnheit nun ganz und gar hineingekommen und durchaus nicht willens bin, jemals wieder hinauszukommen. Ich meine nämlich die geistige Kraft, die unbekannte Macht, oder wie man sonst über das uns waltende Prinzip nennen mag, welches mir besagte Gewohnheit ohne meine Zustimmung gewissermaßen aufgedrungen hat, kann unmöglich schlechtere Gesinnungen haben als der freundliche Mann, bei dem ich in Kondition gegangen und der mir das Gericht Fische, das er mir vorgesetzt, niemals von der Nase wegzieht, wenn es mir eben recht wohl schmeckt. O Natur, heilige hehre Natur, wie durchströmt all deine Wonne, all dein Entzücken meine bewegte Brust, wie umweht mich dein geheimnisvoll säuselnder Atem. Die Nacht ist etwas frisch, und ich wollte, doch jeder, der dies lieset oder nicht lieset, begreift nicht ohne meine Begeisterung, denn er kennt nicht den hohen Standpunkt, zu dem ich mich hinaufgeschwungen. Hinaufgeklettert wäre richtiger, aber kein Dichter spricht von seinen Füßen, hätte er auch deren Vieres so wie ich, sondern nur von seinen Schwingen. Sind sie ihm auch nicht Achsen, sondern nur Vorrichtung des geschickten Mechanikers. Über mir wölbt sich der Sternenhimmel. Der Vollmond wirft seine dunklen Strahlen herab, und im feurigen Silberglanz stehen Dächer und Türme um mich her. Mehr und mehr verbraust das lärmende Gefühl unter mir in den Straßen. Stiller und stiller wird die Nacht. Die Wolken ziehen. Eine einsame Taube flattert im bangen Liebesklagen girrend um den Kirchturm. Wie? Wenn die liebe Kleine sich mir nähern wollte. Ich fühle wunderbar es sich in mir regen. Ein gewisser schwärmerischer Appetit reißt mich hin, mit unwiderstehlicher Gewalt. O käme sie, die süße Huldin, an mein liebeskrankes Herz, wollte ich sie drücken, sie nimmer von mir lassen. Ha! Dort flattert sie hinein in den Taubenschlag, die falsche, und lässt mich hoffnungslos sitzen auf dem Dache. Wie selten ist es doch in dieser dürftigen, verstockten, liebesleeren Zeit wahre Sympathie der Seelen. Ist denn das auf zwei Füßen? Ich glaube überhaupt, dass man sich das Bewusstsein nur angewöhnt. Durch das Leben. In so ein Leben kommt man doch, man weiß selbst nicht wie. Wenigstens ist es mir so gegangen.
und wie ich vernehme, weiß auch kein einziger Mensch auf Erden, wie und wo seiner Geburt aus eigener Erfahrung, sondern nur durch Tradition, die noch dazu öfter sehr unsicher ist. Städte streiten sich um die Geburt eines berühmten Mannes, und so wird es, da ich selbst nichts Entscheidendes darüber weiß, immer da ungewiss bleiben, ob ich in dem Keller, auf dem Boden oder in dem Holzstall das Licht der Welt erblickte, oder vielmehr nicht erblickte, sondern nur in der Welt erblickt wurde, von der teuren Mama. Denn wie es unserem Geschlecht eigen, waren meine Augen verschleiert. Ganz dunkel erinnere ich mich gewisser knurrender, prustender Töne, die um mich her erklangen, die ich beinahe wider meinen Willen hervorbringe, wenn mich der Zorn überwältigt. Deutlicher und beinahe mit vollem Bewusstsein finde ich mich in einem sehr engen Behältnis mit weichen Wänden eingeschlossen, kaum fähig Atem zu schöpfen, und in Not und Angst ein klägliches Jammergeschrei erheben. Ich fühlte, dass etwas in das Behältnis hinabgriff und mich sehr unsanft beim Leibe packte, und dies gab mir Gelegenheit, die erste wunderbare Kraft, womit mich die Natur begabt, zu fühlen und zu üben. Aus meinen reichen, überpelzten Vorderpfoten schnellte ich spitze, gelenkige Krallen hervor und grub sie ein in das Ding, das mich gepackt, und das, wie ich später gelernt, nichts anderes sein konnte als eine menschliche Hand. Diese Hand zog mich aber heraus aus dem Behältnis und warf mich hin, und gleich darauf fühlte ich zwei heftige Schläge auf den beiden Seiten des Gesichts, über die jetzt ein, wie ich wohl sagen mag, stattlicher Bart herüberragt. Die Hand teilte mir, wie ich jetzt beurteilen kann, von jedem Muskelspiel der Pfoten verletzt, ein paar Ohrfeigen zu. Ich machte die erste Erfahrung von moralischer Ursache und Wirkung, und eben ein moralischer Instinkt trieb mich an, die Krallen ebenso schnell wieder einzuziehen, als ich sie hervorgeschleudert. Später hat man dieses Einziehen der Krallen mit Recht als einen Akt der höchsten Bonhomie und Liebenswürdigkeit anerkannt und mit dem Namen Samtpfötchen bezeichnet. Wie gesagt, die Hand warf mich wieder zur Erde. Bald darauf erfasste sie mich aber aufs Neue beim Kopf und drückte ihn nieder, so daß ich mit den Molchen in eine Flüssigkeit geriet, die ich, selbst weiß ich nicht, wie ich darauf verfiel, es musste daher physikalischer Instinkt sein, aufzulecken begann, welches mir eine seltsame innere Behaglichkeit erregte. Es war, wie ich jetzt weiß, süße Milch, die ich genoss. Mich hatte gehungert, und ich wurde satt, indem ich trank. So trat, nachdem die moralische begonnen, die physische Ausbildung ein. Aufs Neue, aber sanfter als vorher, fassten mich zwei Hände und legten mich auf ein warmes, weiches Lager. Immer besser und besser wurde mir zumute, und ich begann mein inneres Wohlbehagen zu äußern, indem ich jene seltsame, meinem Geschlecht allein eigene Töne von mir gab, die die Menschen durch den nicht unebenen Ausdruck Spinnen bezeichnen. So ging ich mit Riesenschritten vorwärts in der Bildung für die Welt. Welch ein Vorzug, welch ein köstliches Geschenk des Himmels, inneres physisches Wohlbehagen ausdrücken zu können, durch Ton und Gebärde. Erst knurrte ich, dann kam mir jenes unnachahmliche Talent, den Schweif in den zierlichsten Kreisen zu schlängeln, dann die wunderbare Gabe, durch das einzige Wörtlein Miau, Freude, Schmerz, Wonne, Entzücken und Angst und Verzweiflung, kurz alle Empfindungen und Leidenschaften in ihren mannigfaltigsten Abstufungen auszudrücken. Was ist die Sprache der Menschen, gegen dieses einfachste aller einfachen Mittel, sich verständlich zu machen? Doch weiter in der denkwürdigen, lehrreichen Geschichte meiner ereignisreichen Jugend. Ich erwachte aus tiefem Schlaf. Ein blendender Glanz umfloss mich, vor dem ich erschrak. Fort waren die Schleier von meinen Augen. Ich sah. Ehe ich mich an das Licht, vorzüglich aber an das buntscheckige Allerlei, das ich meinen Augen darbot, gewöhnen konnte, musste ich mehrmals hintereinander entsetzlich niesen. Bald ging es indessen mit dem Sehen ganz vortrefflich, als habe ich es schon mehrere Zeit hintereinander getrieben. Oh, das Sehen! Es ist eine wunderbare, herrliche Gewohnheit, eine Gewohnheit, ohne die es sehr schwer werden würde, überhaupt in der Welt zu bestehen. Glücklich diejenigen Hochbegabten, denen es so leicht wird, als mir sich das Sehen anzueignen. Leugnen kann ich nicht, dass ich doch in einige Angst geriet und dasselbe Jammergeschrei erhob wie damals in dem engen Behältnis. Sogleich erschien ein kleiner, hagerer alter Mann, der mir unvergesslich bleiben wird, da ich,
meiner ausgebreiteten Bekanntschaft unerachtet, keine Gestalt, die ihm gleich oder auch nur ähnlich nennen, jemals wieder erblickt habe. Es trifft sich häufig bei meinem Geschlecht, dass jener Mann einen weiß und schwarz gefleckten Pelz trägt. Selten findet man aber wohl einen Menschen, der schneeweißes Haupthaar haben sollte und dazu rabenschwarze Augenbrauen. Dies war aber der Fall bei meinem Erzieher. Der Mann trug im Hause einen kurzen, hochgelben Schlafrock, vor dem ich mich entsetzte und daher, so gut es bei meiner damaligen Unbehilflichkeit gehen wollte, von dem weichen Kissen herab zur Seite kroch. Der Mann bückte sich herab zu mir, mit einer Gebärde, die mir freundlich schien und mir Zutrauen einflößte. Er fasste mich. Ich hütete mich wohl vor dem Muskelspiel der Krallen. Die Ideen, Kratzen und Schläge verbanden sich von selbst. Und in der Tat, der Mann meinte es gut mit mir, denn er setzte mich nieder vor einer Schüssel süßer Milch, die ich begierig auflutschte, worüber er sich nicht wenig zu freuen schien. Er sprach vieles mit mir, welches ich aber nicht verstand, da mir damals als einem jungen, unerfahrenen Kick in die Welt von Käterchen das Verstehen der menschlichen Sprache noch nicht eigen. Überhaupt weiß ich von meinen Gönnern nur wenig zu sagen. So viel ist aber gewiss, dass er in vielen Dingen geschickt, in Wissenschaften und Künsten hoch erfahren sein musste, denn alle, die zu ihm kamen, ich bemerkte Leute darunter, die gerade da, wo mir die Natur einen gelblichen Fleck im Pelze beschert hat, das heißt auf der Brust, einen Stern oder ein Kreuz trugen, behandelten ihn ausnehmend artig, ja zuweilen mit einer gewissen scheuen Ehrfurcht, wie ich späterhin dem Pudel Skaramus und nannten ihn nicht anders als mein hochverehrtester, mein teurer, mein geschätzter Meister Abraham. Nur 2 Personen nannten ihn schlechtweg mein Lieber. Ein großer dürrer Mann mit papageigrünen Hosen und weißseidenen Strümpfen und eine kleine, sehr dicke Frau mit schwarzem Haar und einer Menge Ringe an allen Fingern. Jener Herr soll aber ein Fürst, die Frau hingegen eine jüdische Dame gewesen sein. Dieser vornehme Besucher unerachtet wohnte Meister Abraham doch in einem kleinen, hochgelegenen Stübchen, so dass ich meine ersten Promenaden sehr bequem durchs Fenster aufs Dach und auf den Hausboden machen konnte. Ja, es ist nicht anders, auf einem Boden musste ich geboren sein. Was Keller, was Holzstall, ich entscheide mich für den Boden. Klima, Vaterland, Sitten, Gebräuche. Wie unauslöschlich ist Ihr Eindruck? Ja, wie sind Sie es nur, die des Weltbürgers äußere und innere Gestaltung bewirken? Woher kommt in mein Inneres dieser Höhesinn, dieser unwiderstehliche Trieb zum Erhabenen? Woher diese wunderbar seltene Fertigkeit im Klettern, diese beneidenswerte Kunst der gewagtesten, genialsten Sprünge? Ha, es erfüllt eine süße Wehmut meine Brust. Die Sehnsucht nach dem heimatlichen Boden erregt sich mächtig. Dir weich diese Zähren, o schönes Vaterland. Dir dies wehmütig jauchzende Miau. Dich ehren diese Sprünge, diese Sätze. Es ist Tugend darin und patriotischer Mut. Du, o Boden, spendest mir in freigebiger Fülle manch Mäuslein und nebenher kann man manche Wurst, manche Speckscheibe aus dem Schornstein erwischen. Jawohl, manchen Sperling haschen und sogar hin und wieder ein Täublein erlauben. Gewaltig ist die Liebe zu dir, o Vaterland. Doch ich muß rücksichts meiner